Ja, ganz herzlichen guten Abend. Freut mich, dass Sie da sind. Freut mich auch, dass der Jerome Osentowski da ist. Vielleicht ganz kurz, wieso so kurzfristig? Ich war gerade 10 Tage in England an der Permakulturkonferenz. Wir waren 600 Leute. Es geht sehr viel in der Permakultur, die könnt euch freuen. Es wird viel Positives auf uns zukommen. Und unter anderem habe ich dann auch den Jerome getroffen. Und er hat gesagt, ja, er sei dann auf einer Europatournee und eigentlich zwischen Finnland und Slowenien hat er gerade noch Zeit und das wäre doch gerade noch so am Weg. Weil er wirklich auch interessiert ist, ja, das, was er in den letzten 25, 30 Jahren aufgebaut hat, bekannt zu machen. We were both at the International Permaculture Conference in Convergence. Also wir waren beide an dieser internationalen Permakulturkonferenz. And I spent a couple days in Finland teaching und ich war jetzt ein paar Tage in Finnland, habe dort unterrichtet. And that's my second time in Finland. I was over there about 5 years ago. And we have some people interested in building some greenhouses there. Es gibt ein paar Leute, die möchten da auch solche Treibhäuser bauen. And I have the pleasure and the benefit of being able to walk on out of my back door onto a mountain. It's beautiful, and pretty much the same experience you have here. You're surrounded by mountains, and I'm sure you spend a lot of time in them. So eben, ich habe das Vergnügen, wenn ich zu Hause die Tür verlasse, dann sieht es bei mir bald mal so aus. Ich wohne in den Bergen, eben in den Rocky Mountains, Colorado, ähnlich wie ihr hier. One thing I've observed is there's natural successions for how things evolve, and that's in permaculture we look at natural systems to mimic, those systems. Also ich habe auch die Sukzession beobachtet und in Permakultur ist natürlich ein wichtiger Ansatz, dass wir eben versuchen, die natürlichen Abläufe zu integrieren oder zu imitieren. And to design our gardening and forest garden systems, our agricultural systems, using some of those observations and using the principles. Also wir brauchen dann eben für Gemüse, aber vor allem auch für Waldgarten oder auch für Landwirtschaft, brauchen wir dann eben diese Prinzipien, die wir in der Natur beobachten. You know, I see that, here the lichen is eating away on the rocks, and an absent-minded squirrel has left a few pine cones in the scree. Also jetzt hier beispielsweise hat es Flechten auf Steinen und ein Eichhörnchen hat da noch ein paar Samen hinterlassen. And the aspens have taken over the stream beds, and the aspens have colonized the stream beds. Also diese Bäume da, die haben eben eigentlich dieses Bett, dieses Bachbett übernommen. And the scrub oak encroach on everything. Und die Tiere gehen da überall hin. And so, as Edgar says, we have a lot to learn from nature. Even rocks have something to tell us, so we take time out to hug rocks, and as well as trees. Also Edgar sagt, wir können alle von der Natur lernen, selbst von Steinen. So gehen wir dann in die Natur und umarmen auch Steine oder auch mal Bäume. And to do aromatherapy in the sage, and we know the deer like to nibble on it a little bit. Und eben, wir wissen das auch, der Hirsch mag da auch noch gerne ein bisschen lecken. And what I observe in an aspen forest is that everything grows on its own, and every year it dies back. And also was ich im Wald eben von Aspen gesehen habe, wie die Sachen einfach so spontan wachsen und dann wieder
frieren. And then it comes back on its own. And that's kind of what we do with our forest garden systems, where we're doing mostly perennial polycultures. Und in unserem Waldgartensystem machen wir eigentlich dasselbe. Wir haben vor allem mehrjährige Pflanzen, und zwar es ist immer eine Pflanzenvielfalt, es ist immer eine Polykultur, die wir da auch imitieren. Even in our arid climate, where we only get 17 inches of rain a year and snow, these areas are very lush. Also wir wohnen ja in einer Gegend mit wenig Regen, ungefähr 50 cm pro Jahr, und trotzdem gibt es Gebiete, die sind sehr, sehr grün. And so I want to talk about succession. In 1988, I built my first greenhouse on a small budget, and I did market farming, annual gardening for about 12 years. And you can see the soil in the back above the greenhouse, so we have very little soil to work with. So, also 1988 hat er da das erste Treibhaus gebaut. Er hat dann auch während 12 Jahren eben Gemüse angebaut. Und ihr seht da hinten, wie der Boden eben ausschaut bei Ihnen. And this was my first sort of prototype, and I learned a lot. Also das war halt mein erster Prototyp, und von dem habe ich schon mal sehr viel gelernt. And outside the greenhouse, we came up with some interesting strategies for growing basil and other salad greens for the Aspen market. Also und draußen hatten wir dann auch noch solche Einrichtungen, um Basilikum und andere grüne Pflanzen für den Markt in Aspen zu produzieren. And in '88, the climate was it was agricultural zone 4, and now we are zone 6. Also 1988 war das noch die Zone 4 in der amerikanischen Einteilung für Landwirtschaft, und jetzt sind sie bei 6. Also das Klima hat stark geändert. That's helped us out in our elevations, but in certain areas in Colorado, also uns hat das geholfen natürlich, aber in anderen Gegenden von Colorado, some of the crops that they're growing, like grapes and peaches, are getting frosted out. So with climate change, we're having some serious problems with agricultural crops across the world. So, also es gibt dann auch gewisse Früchte, wie beispielsweise Pfirsiche oder auch Trauben, und wenn es keinen Frost mehr gibt, dann gibt es dann auch nicht mehr so Früchte. Also einige haben damit schon massiv Probleme in anderen Gegenden, eben von Colorado und weltweit. So we had to protect everything. We only had 3 months of frost free, and you would get 25 below Fahrenheit. Also wir hatten nur 3 Monate frostfrei, und es ging also runter bis auf minus 25 Fahrenheit, minus 25 Fahrenheit, you said. No, So how low did it get? 25 below 0 Fahrenheit or Celsius? Fahrenheit. Ja, das ist dann schon mal etwa 35 minus oder sowas. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Now this is fast forward to 2015. I went from succession from annual production over about 15 years or 20 years outside. Also ich habe ja während 15 Jahren eben einjähriges Gemüse auch draußen angebaut. Guten Abend miteinander, hallo, Jojo. Und jetzt mache ich das anders. And I have a new greenhouse and 6.3 kilowatt power plant on the roof, and about 200 varieties of hardy stone fruits, grapes, apples, plums, pears, all in the outside forest garden. Also eben, ich habe ein neues Treibhaus
Dann gibt es auch noch eine Photovoltaikanlage und er hat 200 verschiedene Pflanzen draußen eben in seinem Waldgarten. And we have 5 different greenhouses. One is tropical, one is Mediterranean, and 3 are temperate. Also wir haben verschiedene Treibhäuser, eins ist tropisch, eins Mittelmeerklima und dann noch 2, die gemäßigte Zone bedeuten. And all of the fence lines are planted with grapes and berries, and they spill over so that some of the wildlife gets what they need, and they usually don't bother us inside our gardens. So, also der Zaun um den Garten herum hat überall Trauben und die können dann auch die Wildtiere essen, aber eigentlich kommen sie dann nicht in unseren Garten. So it's a totally stacked system where we have ground covers of medicinal plants and culinary herbs and nitrogen fixing covers. Also es ist so ein mehrstöckiges Anbau, eben es gibt unten gibt's Kräuter, dann gibt es auch mid-story of currants and gooseberries and goji berries. Genau, dann in der Mittelschicht haben wir vor allem Beeren, Goji-Beeren, Johannisbeeren. Then an overstory of apples, plums, pears, and then the grapes crawl wherever they want to up in the big pinyon trees. Und daneben gibt es die großen Bäume, wie Zwetschgenbäume, Apfelbäume, Birnenbäume und die Trauben, die wachsen dann einfach sehr hoch, selbst bis in hohe Tannen hinauf. This is our Mediterranean greenhouse, which is attached to my house. So I walk down into a fig forest. So, das ist das mediterrane Treibhaus, gleich anschließend an mein Haus, und das ist eigentlich ein Feigenwald da drin. And we plant insectivorous plants, flowering plants, and aromatic plants in front of the greenhouse so that they attract beneficial insects, and also the aroma goes into the greenhouse and disturbs the bad insects. Also gerade außerhalb des Treibhauses haben sie aromatische Pflanzen, auch blühende Pflanzen, eigentlich Pflanzen, die dann auch Aroma abgeben, selbst in das Treibhaus hinein und so gewisse Insekten auch noch vertreiben. And on the right side, the forest garden spills over to the fence line and then down into an 80-foot ravine into the spring. So we have volunteer things keep going right off into apricots will keep seeding right down the bank for the wildlife. Also gewisse Sachen, die gehen dann sogar noch den Fluss runter oder eben sind auch für Wildtiere. Now inside the greenhouse, also im Treibhaus, right now we have a fig forest and we have many figs. They're eating them, they're ripe as we speak. Also da drin haben wir eben einen Feigenwald und wie ich jetzt spreche, sind die reif und wir haben sehr viele davon. We have a pond, which in permaculture we try to create microclimates, and the pond actually creates a zone 6.5. And with the in the springtime there's no duckweed there. Also das ist ein Teich und der Teich hilft uns auch eben das Mikroklima nochmals zu verbessern. Also wir kommen dann auf 6,5 und das heißt, in diesem Bereich fällt die Temperatur dann nicht unter eine gewisse Temperatur, eben dank dem fließenden Wasser, dank dieses Wassers. And the ducks are swimming in their dinner. Und ja, ihr seht die Enten, die schwimmen da in ihrem Mittagessen. And the grape is crawling all the way to the top of the pinyon nut tree. Und da ganz oben sieht man, dass die Trauben bis ganz oben von diesen Nadelbaum klettern. Let your grapes run wild. Let your grapes run wild. Like Ja, eben das sind dann Trauben, die wild
wild werden. Like your chickens, right? I don't know about my chickens. So this is another, there's lots of advantage of slope. Also es gibt viele Vorteile an Hängen. Because you get less shade that way, and the plants are stacked up the hillside, just like they are around here. Also das heißt, es gibt dann weniger Schatten, also wenn man natürlich einen Südhang hat, und man kann dann die Pflanzen natürlich so den Berg aufstapeln. And we use a lot of, all of our garden beds are terraced with huge rocks, and that creates another microclimate and warms up the soil and warms up the plants. So it's almost like being 300 miles south. So, also die ganze Gartenanlage ist terrassiert und sie haben dann schon ein Mikroklima im Gesamten. Das ist, als ob sie 500 Kilometer südlicher wohnen würden. Besides grapes, I've introduced a bunch of things that haven't been growing around in the valley where I live for many years because they let trees die, but mulberries. Also etwas anderes, was ich Ihnen auch eingeführt habe, was es in der Gegend schon gab, das sind die Maulbeeren. And this is a seedling Russian mulberry that fruits for 3 months. Also das ist eine russische Sorte aus einem Kern gezogen und die liefert während 3 Monaten Früchte. So I graft this variety onto regular mulberry rootstocks and sell that in my nursery because it's a unique variety. Also das ist eine ganz spezielle Sorte eben, die ich dann auch über meine Baumschule an Kunden verkaufe. And we do that with a lot of our apples, and we collect heritage apples from the valley which are 100 years old and graft them onto good rootstocks and sell them in our nursery. Also sie nehmen dann auch alte Baumsorten eben aus dem Tal, 100-jährige Apfelsorten, die sie dann auf neue Unterlagen zweigen. So the nursery is a livelihood or like an economic engine for paying the bills and helping run the facility. Also die Baumschule ist ein wichtiger Teil unseres Lebensunterhalts, also damit können wir einen Teil des Projekts auch finanzieren. And almost every fruit we have early, mid, and late season varieties. And we plant them in different places in the forest garden. Also fast für jeden Baum, den wir haben wir frühe, mittlere und späte Sorten und dann pflanzen wir die noch an verschiedenen Orten, eben in unserem Waldgarten. So we have 3 months of harvest from just about every fruit we have, instead of 3 weeks, which is traditional for most cherries or mulberries. So that's really nice because you can eat almost the entire summer, and way into November we eat grapes. Also wir haben dann eben 3 Monate Ernte anstatt nur 3 Wochen, wie man das sonst oft hat bei einer bestimmten Frucht. Und so haben wir im Sommer natürlich eine große Auswahl und wir haben dann Früchte bis im November hinein. This is a unique fruit that appeared this year. It was a seedling tree that I left. I was going to pull it up, but I left it in part of the garden. Also da hatte ich, das gibt es auch, das ist auch eine spezielle Pflanze. Das ist auch ein Sämling, habe ich im Garten gefunden, wollte ihn eigentlich ausreißen, habe dann gelassen. And it turned out it was an apricot seedling, and it turned out to be a peach, plum, and an apricot in one fruit. Also, das ist eigentlich eine Frucht, die den Geschmack von Pfirsich, Pflaume und Aprikose in sich vereinigt. Also wirklich etwas ganz Spezielles. And we have 25 varieties of table grapes and some wine grapes. Also es gibt bei uns 25 Sorten von Tafeltrauben und eben auch Weintrauben. Peaches,
Dann haben wir Pfirsiche, Pflaumen, 15 different kinds of plums that fruit throughout almost 3 months at least. also wir haben 15 Sorten von Pflaumen, die über gut 3 Monate reifen. 20 varieties of heirloom apples and Also das gibt dann 20 Sorten von Äpfeln. the typical harvest for any day that we're harvesting. We have sweet hawthorn as well. The red berries there are edible hawthorn. Also das ist so eine typische Ernte, die wir haben. Und das Rote, was ihr da seht, das ist eine essbare Weißdorn. They're sweet, almost sweet tropical fruit, and they're heart medicine. Also die sind sehr süß und gut fürs Herz, also Medizin fürs Herz. Was ist das? Das ist der Weißdorn. Ah, Weißdorn. And these are some new garden beds that we're building on new areas that once we closed in all of the area in our fenced area, Also da bauen wir noch weitere Terrassen eben für den Garten außerhalb des bestehenden umfliegenden Gartens. and where we're building here is a Polish hugelkultur bed. Also was wir hier bauen ist ein polnisches Hügelbeet. Yeah, from Seth Holster's technique, but we just do a version of that. We just limb up the trees. Also wir machen eine Version vom Hügelbeet da nach Sepp Holzer. Lay them out on the contour Also wir fällen da Bäume und and dig a trench legen behind them. legen die auf der Höhenlinie hin, machen dahinter eben einen Graben. And we have our students in our permaculture classes and our workshops get experience in doing this sort of rough swaling. Und das ist eben für Permakulturkurse, da machen wir mit den Studenten eben so eine Übung, um mal ein Swale auszuprobieren. Das nennt man Swale-Technik. Sickelgraben entlang der Höhenlinie. And these gardens are very prolific. They grow a lot of annual crops, garlic, lettuces, squash. Also diese Gärten, die sind sehr ergiebig. Wir haben da einerseits Knoblauch, wir haben aber auch Kürbisse. Ja. And each year they get better or more nutritious. They only have a little soil on top the first few years. And then eventually we put perennial fruit trees in them. Also der Boden wird jedes Jahr reicher, also zuerst haben sie nur eine ganz kleine Schicht und am Ende pflanzen wir dort auch mehrjährige Pflanzen. So we did annual gardens in the greenhouse for many years and outside as well. Wir haben Gärten mit einjährigen Pflanzen im Treibhaus und draußen gemacht über viele Jahre. And that's when that was in 1987 or so when we had selling basil, Also salad greens. da seht ihr mich 1987 mit Salatpflanzen. And we grew lots of different crops in this is my first greenhouse. Also das ist mein erstes Treibhaus. Wir haben da viele verschiedene Sachen wachsen lassen. And I've always had an archery range in my greenhouse so that I could shoot my bow all winter long inside. Also ich hatte immer ein was? Archery range. Er hat da auch noch mit dem Pfeil und Bogen geschossen, so dass er bei jedem Wetter konnte er da noch trainieren. These are different crops in different years. Also eben, da seht ihr verschiedene Pflanzen in verschiedenen Jahren. And then we decided that we lost our market share and we took all of the annuals out and did a lasagna gardening to build the soil in the greenhouse. Also wir haben dann
irgendwie eben den Marktplatz da verloren und dann haben wir beschlossen, dass wir Lasagnegarten machen. Es geht also so, dass man damit mal Erde aufbaut, eben im Treibhaus, so ein bisschen ähnlich wie, sagen wir mal, ein Hügelbeet. And I planted my first subtropical and Mediterranean greenhouse. That was probably 1990, I believe, or something like that. Also um 1990 herum habe ich dann mein erstes mediterranes und subtropisches Treibhaus gebaut. And then in 2007, Und we dann, had a fire in the sauna. und dann 2007 hatten wir ein Feuer in der Sauna. Und war natürlich im Treibhaus drin, die Sauna. And we lost the whole greenhouse, but it was a blessing in disguise. Also, und wir haben dann das ganze Treibhaus verloren, aber eigentlich war es ein Glücksfall als Tarnung, also getarnt als Katastrophe. And we were able to design a new greenhouse with salvaged steel. Also wir hatten dann die Möglichkeit, eben ein neues Treibhaus zu bauen, und zwar mit Okkasionsmaterial, also jetzt speziell hier Metall, Eisenträger. And we had lots of volunteers, and my architect partner helped redesign the new greenhouse. Also wir hatten da viele Freiwillige und mein Kollege, der Architekt ist, hat das eben geplant. And when it was finished, we sheet mulched the whole area again. Und als es fertig war, haben wir überall Mulch ausgebracht. Adding another 1.5 feet of organic matter. Also wir haben dann nochmals etwa 40 cm organisches Material als dicke Schicht eingebracht. Using whatever was available, hay, manure, comfrey. Also wir haben dann eben alles gebraucht, was gerade zur Verfügung stand, Heu, Beinmehl und so weiter. And at the same time we were growing out the annual plants in 1-gallon pots. Also wir haben dann auch die einjährigen Pflanzen eben in diesen Behältern ausgepflanzt. And we planted them out, and a few months later we had basil and cucumbers and tomatoes Und eben ein all the way to the ceiling. ein paar Monate später hatten wir dann das hier, also Basilikum, Gurken und Tomaten. While the soil was digesting. Währenddem dass der Boden eben verdaute. And just a few months later we planted our first tropical plants in the west. So, und dann, ein paar Monate später, 2010, haben wir eben den ersten tropischen Food Forest, also essbaren Wald, ausgepflanzt. Underneath that we planted some annual plants to get a quick yield, like fabas and brassicas and cauliflower and Also beans. unten gab es dann so Gemüse wie Bohnen, auch Kohl und so weiter, dass sie einfach schon mal bald mal eine Ernte hatten. And on the left you see the tower. That's an added new climate battery in my system. And we'll talk a little more about that. Also, jetzt, That's the intake tower. ja, also was ihr da links seht, das ist jetzt eben das Rohr dieser Erdbatterie. Und das ist eben etwas Neues, wovon ich später noch spreche. And the other shorter tower is where the warm air comes back out again, cooler. Und hier vorne seht ihr das Rohr, da kommt dann das gekühlte, die kühlte Luft kommt dann da raus. Now you see both towers and the intake tower. Also jetzt seht ihr halt hier beide Türme, dort wo die Luft reingeht und da muss sie rauskommen. In the archery range. And the bed on the left is where we plant all our annuals. Summer, basil, hot loving plants, winter,
brassicas, salad greens, cold-loving plants, and we rotate. So we always have an annual section and we have a perennial tropical section. Also links da ist der Bereich, wo eben die einjährigen Pflanzen sind. Im Sommer sind es halt die wärmeliebenden Pflanzen, wie beispielsweise Basilikum. Im Winter sind es dann diejenigen Pflanzen, die eben mit kühlen Temperaturen zurechtkommen. Und wir haben eigentlich immer im Treibhaus einen kleinen Teil, da sind einjährige Pflanzen und dann den anderen Teil, da sind eben die mehrjährigen Pflanzen. Now on the right, we have a patio with a hammock, and just around the corner is the door of the wood-burning sauna. Also ihr seht, da haben wir einen kleinen Platz mit Hängematte und da gibt es eine Tür und dahinter ist die Sauna. And you can see how the perennials, this is only a few months later, the tropical perennials are starting to take over and close the canopy. It only took about a year before everything just pretty much closed in. Also das ist jetzt ein paar Monate nach dem Setzen und also die tropischen einjährigen Pflanzen haben sehr, sehr schnell diesen Raum wirklich eingenommen. On the east side, we left it in annuals for 2 years until we worked on our design. Also im Ostsektor, da haben wir für 2 Jahre die einjährigen Pflanzen gelassen, bis wir einfach sicher waren, wie wir es machen wollten mit den mehrjährigen Pflanzen. And from the first planting, we just took out the last pepper that we planted 6 years ago. It was still fruiting, but we took it out. We had 5 pepper plants that were fruiting for 5 years. Also wir hatten da beispielsweise 5 Pfefferpflanzen, haben wir eine jetzt rausgenommen, die haben jetzt wirklich für 5 Jahre immer. They were like pepper trees. Ja, die waren so groß wie Pfefferbäume und die haben kontinuierlich eigentlich getragen. This is the patio area again with the passion fruit coming out. We had 400 passion fruit there. Also da haben wir wieder so einen Sitzplatz und da ist die Passionsfrucht, die ziemlich wuchert. And that fruit not only gives us, or that vine not only gives us the passion fruit, but it shades the thermal mass. So it's important to keep the patio and the gabion wall cool and shaded all summer long, so we don't have to cool the greenhouse. And we do that with canopy, with vines or bananas or something, so that all the solar gain is intercepted by the plants. So, also im Sommer, wenn es ja heiß wird, dann beschatten wir einerseits die Gabion-Bereiche oder auch jetzt den Sitzplatz. Dort, wo es also viel thermische Masse hat, das beschatten wir, dass es eben nicht überhitzt. Und die Energie, die Sonnenenergie, die dann kommt, eben, die wird dann von diesen Pflanzen gleich genutzt. Und so müssen wir also nicht beschatten, wie das bei gewissen anderen herkömmlichen Treibhäusern der Fall ist. So no one's probably grown passion fruit in that region, so the pollinators didn't know what to do with it for the first few months. So we had to hand pollinate the passion fruit. That was hard work. So, also offenbar hat in unserer Gegend noch niemand Passionsfrüchte gezogen oder angebaut und die Bestäuber haben da zuerst den Job nicht gemacht. Also wir haben, die erste Zeit haben wir von Hand die Passionsfrucht bestäubt, das war viel und harte Arbeit. And we replaced the passion fruit after about 3 years and planted different kinds of beans to do the same shading. Also nach etwa 3 Jahren haben wir dann die Passionsfrucht durch Bohnen ersetzt, die dann auch diese Beschattung machen. On the right side, you see the tree. That's an agroforestry tree, Lesterna. We have several of those in there. It's called chop and drop. So we coppice that and put it down on the ground or feed it to the animals. Also rechts seht ihr, ist ein typischer Baum aus dem Waldgarten. Der fixiert jetzt vor allem auch Stickstoff und den schneiden wir und die Pflanzen, die Äste werden dann eben auf den Boden gelegt, um
so den Boden wieder zu beleben. There's a pomegranate tree there, a papaya tree, comfrey, bunch of vining elements, glycine, and there's basil there in the front, for lots of insectivorous plants, lots of flowering plants through the year. Also wir haben da einerseits in der Mitte Papaya, darunter hat es Beinwell, dann gibt es auch noch Granat, im Hintergrund Granat, es gibt Basilikum, Rizinie auch noch ein bisschen, also eine ziemliche Vielfalt an Pflanzen. And in the pathway, we're growing worms. Und auf dem Weg, da kultivieren wir Würmer. For worm castings, fertilizer, Ja, also eigentlich eine Art Wurmkompost machen wir da direkt auf dem Weg. and to make compost tea. Und eben auch Wurmkompost-Tee zu machen. So there's not 1 square inch that's not being used there. Vertically, horizontally, and in the ground. Also da, say it again. There's Everything is used. Every place is being used Yeah. once or twice. You know? Ja. So also die Idee ist, wir möchten jeden Bereich, jeden Ort des Treibhauses möglichst nutzen, sei es jetzt vertikal, horizontal oder eben, dass sogar der Weg genutzt wird, um da Fruchtbarkeit zu gewinnen. And on the ground covers we grow a medicine. So down there on the ground is brahmi and gonacola and ginger and Also auf dem Boden, da gibt es verschiedene Pflanzen, das sind auch Heilpflanzen, die sie da wachsen lassen. Also das eine, ich kenne den Namen auch nicht auf Deutsch, ist Brahmi, das andere ist auch noch this is Biolanthine. Ingwer. Auch, ja klar, Entschuldigung, Ingwer natürlich. Also auch dieser Bereich wird genutzt. So the canopy closes in. On the left you see the island papaya. We had several trees like that, and plants, and we still have them, and they fruit very prolifically. Also wir haben da auf der linken Seite eine Hochland-Papaya, die sehr, sehr gut trägt bei uns. And this is the back wall of the greenhouse is very busy. It has lots of functions. Also das ist die Rückwand des Treibhauses, da ist es sehr geschäftig, hat viele Funktionen, die da erfüllt werden. And this is an aquaculture tank and aquaponics towers. Also The lilies over, the orchids over. Da haben wir Aquakultur und Aquaponik, also in diesen Rohren. And that tote back there is a commercial compost tea machine. It makes 250 gallons of tea. Und da haben wir auch noch eine kommerzielle Wurmkompost-Tee-Anlage, die da sehr viel, also hunderte von Litern Wurmkompost-Tee macht. Just around the corner is the wood-burning sauna and the hammock. Also eben gleich um die Ecke ist die Sauna und dann auch noch die... And then there's the worm farm and the pathway there. And the tower. Dann gibt es wieder den Weg, eben mit der Wurmfarm und dann seht ihr diesen Turm, also von der Belüftung. And on the other side is a tropical nursery. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Baumschule für tropische Pflanzen. So we've had several harvests of bananas, and sometimes they coincide with our design course. Also wir hatten schon mehrere Ernten eben von diesen Bananenstauden und manchmal ist gerade beim Permakulturkurs. Now we have about 40-50 rabbits, and ducks, and chickens, and we run all of our carbon through our animals. Also wir haben einerseits Kaninchen, wir haben auch Enten und vieles geht auch eben durch die Mägen dieser Tiere. Also es sind etwa 40 Kaninchen. We clean their litter up and use it in the worm farms or around trees.
Also der Mist wird dann in der Wurmfarm oder um Bäume herum gebraucht. And the gentleman is harvesting the worm castings there and Also, replenishing it. also der Mitarbeiter da, der sammelt jetzt eben Wurmkompost ein. So we sell the worm castings, worms, and make tea from the worm castings and sell the tea. We have a commercial operation where we can take our 250 gallons of compost tea and make $500 a day doing that. Also wie gesagt, einerseits verkaufen wir Wurmkompost, dann auch die Würmer und auch Wurmkompost-Tee. Also wir haben da ein großes Gefäß, das ist dann fast 1000 Liter und das können wir für 500 Franken verkaufen und $500 verkaufen. To treat other orchards or sick trees, you can inject it into the soil. Also wenn es jetzt darum geht, um andere Obstbaumanlagen zu beimpfen, indem man eben diesen Wurmtee in den Boden hineinspritzt. Oh, it looks like we have to switch to the other one now. Can you do that for me? And no, I'll just have some, we'll take some questions here. We're just in the last 10. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar Fragen gibt. It's number 2, it's ITC number 2. Ja. So we have the, How do you do the worm compost in the waste? how do I How what? does that work? The worm farm in the Well, waste. we had sawdust in there in the beginning, and we, once you throw that out. But we decided to just fill it up with this much material, and we use stuff from the stables, from the rabbit hutches, and it's got sawdust and wood chips and different, and their manure, right, and whatever they don't eat. And we just put about this much, and we use coffee grounds and spent grain from the brewery sometimes. If it's rotten, we feed our animals with the spent grain from the brewery, so we don't have to pay for animal feed. They eat whatever weeds we find, and comfrey and cuttings from our orchard. And then we have these pallets, really nice long pallets, that we lay down on that, and then put plywood on top of that, so we're not compacting it. Okay. And so in about 3 months, we can lift that up, dig it out, and just replace it. And we screen it. If we want to sell it, we screen it. Also jetzt war die Frage, ja, wie macht ihr das? Es ist ja ungewöhnlich, in einem Weg einen Wurmkompost anzulegen. Und zuerst hatten sie offenbar einfach auch mal Sägemehl hingestellt und dann irgendwie kam eben die Idee, dass man da ja eben mit halt Mist beispielsweise von Kaninchen oder irgendwie noch Resten von Getreide und so weiter, kann man ja da eigentlich einen Wurmkompost aufbauen. Da wird dann bedeckt und am Schluss gibt es noch so eben ein Holzbett da drauf und dann können wir eigentlich da drauf laufen, ohne dass wir das zusammendrücken, weil eben der Druck sehr weit verteilt wird und dann nach 3 Monaten kommen wir, schaffen die ganze Geschichte raus, sieben das und verkaufen das. Also voll integriert als Weg. Es gibt ja auch noch Wärmeabteilung als Kompost. Yeah, it gives off a little bit of warm, some energy, warm. No, not necessarily. No, it doesn't. It's sort of shallow. It's still not. Maybe it's just. Meint, es warming gibt up. nicht so viel Wärme ab. There we go. Okay, so we got about 10 more images here, and these are some of our. I attached that one. Some of the projects that we do. Also da noch etwas von anderen Projekten, die wir auch machen. And this is we built this greenhouse with ecosystems design the same time I was rebuilding my greenhouse, the same years, 2 years. And I planned this out in 2009 as well, inside of this greenhouse.
Also das war 2009, da haben wir einerseits mein eigenes Treibhaus gemacht und eben auch dieses Treibhaus. And it's 80 feet by 30 feet, and it's sunk into the hill. It's a very expensive greenhouse. Also das Haus ist, It das has ist etwa 25, 27 auf 10 Meter und es geht sogar noch in den Berg hinein. Es ist wirklich ein teures Treibhaus geworden. And this is like an agricultural component of 5 acres or more on a 600-acre ranch. Also da gibt es einen Hof, der hat insgesamt etwa 250 Hektaren und da gibt es eben ein kleines Gebiet, so 2-3 Hektaren, wo dann intensiver gearbeitet wird. They have 3 other large high tunnels where they grow salad greens. Also sie haben auch 3 große Tunnels, wo sie eben Salat und andere grüne Pflanzen anbauen. And they sell to steamboat restaurants, and they dry teas. They have a big tea room, and they do preserves from their blood red oranges. Also eben, die kaufen dann irgendwie eine Kompanie von Steamboat und sie haben dann noch eine ganze Reihe von anderen Produkten, die sie eben auch dort produzieren und verkaufen. And so this is the SketchUp design of the beds and the trellises. Also so haben wir hier mal die Beete und eben auch die Pflanzhilfen geplant. And you see the climate battery towers that are in the back. Und ihr seht, die Rohre der Klimabatterie, die sind also hinten an der Wand. And the aquaculture tanks are in the back wall there. Und die Aquakultur Teiche, die sind auch hinten. And this is the beds planted out a few 6 months later. Und so sieht es dann aus nach der Umsetzung. Gepflanzt. Okay, this is another greenhouse that we're showing the climate battery installation. Also das ist ein weiteres Treibhaus, wo ihr seht, wie eben diese Klimabatterie ausgelegt wird. So there are 3 courses of pipe going in. The whole site is excavated. Also es gibt dann 3 Schichten eben von diesen Röhren. Zuerst wird das Ganze mal einfach ausgebacken. And then you start putting in the smaller 4-inch pipe and backfill. Also man legt dann zuerst diese etwa 10 cm Durchmesser großen Rohre so aus, legt sie so aus wie hier und dann wird einfach Erde darüber gegeben. And all of the climate battery is buried, and then also die Klimabatterie, die ist wirklich im Boden vergraben. This is another design of putting the climate battery in the growing domes. Also das hier ist jetzt ein Plan, wo man sieht, wie eben die Klimabatterie in den Growing Spaces, also in diese Dome integriert wird. You see the tall towers here, those are the intakes. This is the aquaculture tanks. And so the warm, moist air comes in here, comes through these culverts, and through the pipes, over to this other culvert, and out this other side. So it goes in warm and moist, and it comes out about 15, 20 degrees cooler and dry. So all of that energy is stored in the soil down to 3 feet. In my greenhouse, it's down to 5 feet. So, also ihr seht, da gibt es einen großen Turm, da kommt die warme, feuchte Luft, wird da angezogen mit einem Ventilator, dann geht es mal in die schwarze Röhre und dann eben durch die kleineren Röhren nach vorne. Dabei verliert es etwa 10 bis 15 Grad an Temperatur.
und kommt dann bei diesen anderen Röhren, die weniger hoch sind, wieder raus. Und das ist normalerweise 3 Fuß tief, also das 3 Fuß sind 90 cm und bei ihm sind es jetzt sogar 1,5 Meter. Und also das heißt, es ist alles thermische Masse bis auf 1,5 Meter tief. I call this Polish geothermal. Sättinger? Polish geothermal. Also das ist wirklich geothermisch genutzt dann so, der Boden unten. You understand, you know what geothermal heating systems are, right? They're very complex. Also ihr wisst, wie Geothermie funktioniert. Die sind aufwendig, komplex. With big wells. Man muss dann wirklich tief nach unten bohren, um an die Wärme ranzukommen. And this is a very simple system. We built the second climate battery in Colorado in '88. Also das ist dann im Vergleich zu normalen Geothermien sehr, sehr viel einfacher. Wir haben In my first greenhouse. Ja, wir haben das schon And now we've 1988 taken gebaut. this technology to a whole nother level where we're doing warehouse-sized climate batteries. Also jetzt seitdem machen wir auch wirklich Großprojekte, wo da große, also so wie wirklich große Gebäude, so diese Grundfläche damit mit dieser Energie Erdbatterie ausgestattet wird. And it also cools the greenhouse on a normal winter operation. Also man kann damit eben auch das Grünhaus auch kühlen. And in warmer climates, we actually use the climate battery, we reverse everything and we take the outside cold air. Also es ist so, in warmen Gebieten machen wir das Ganze dann noch umgekehrt. Das heißt, wir nehmen dann die kalte Luft von außen, um to cool the soil for 6 months. Um eben dann den Boden zu kühlen. So the system is going in and working with the cool soil and cooling the air during the summertime. Also so kann man dann einen kalten Boden kreieren und dann im Sommer kann man damit die Luft kühlen. And in the winter it goes back to being a regular climate battery. Und dann im Winter ist es dann wieder eine normale Klimabatterie. All it takes is one simple damper on the outside wall, open and closed, and it becomes a cooling system in the summer and a heating system in the winter. Also Sie brauchen dann nur so eine Klappe und diese Klappe führt dann dazu, dass entweder eine Heizung ist im Winter oder ein Kühlsystem im Sommer. This is the 42-foot growing dome that has the climate battery underneath. Also das ist jetzt eben ein Growing Dome, also eines dieser Dome von ungefähr 13 Meter Durchmesser, 12 Meter Durchmesser und darunter hat es eben diese Klimabatterie. And my partner came up with a bracket that supports that roofing material, so that we can use that for our beds. Also und mein Kollege hatte da eben eine Idee, wie man dieses Material als Seitenwand für diese Beete brauchen kann. This is the Rocky Mountain Institute. They have what's called the Banana House, and I work with Ingrid Levings and a gardener to work on soils. Also Sie arbeiten da auch zusammen mit dem Rocky Mountain Institute und die haben da ein Bananenhaus und eben da arbeitet er mit verschiedenen Leuten zusammen, um das auch weiterzuentwickeln. So they were having some trouble with plants not growing so well, and I went in and did my sheet mulching and added mycelium and worms and got the soil living again. So eben ein Thema ist da wirklich Bodenbelebung, Bodenaufbau. Also wenn der Boden eben nicht mehr gut ist, dann kommen wir
mit Wurmtee, mit Mulch und so beleben wir wieder den Boden, dass wirklich auch die Bodenfruchtbarkeit vorhanden ist. This is another greenhouse that we built for annual production. Also da gibt es ein weiteres Treibhaus, das wir für einjährige Pflanzen gebaut haben. This is a large retrofitted greenhouse in Denver in a food desert. Also das ist jetzt in Denver, eigentlich in einer Wüste für Nahrungsmittel, und da haben wir große Aquaponikanlagen. This is the aquaculture and aquaponics section. Also hier geht es um Aquakultur und Aquaponik. Also Aquaponik ist noch zusammen mit Fisch. And this is the hydroponics section. Und da haben wir noch den hydroponischen Bereich. And we put the climate battery, we took the slab out and we put the climate battery in. Also wir haben dann den Betonboden einfach rausgenommen und die Klimabatterie da reingebaut. And the slab went back in, and then you can see the towers that are bringing the hot air into the soil. And so they sell these lettuces to Whole Foods, and that's helped promote their educational program. Also sie haben dann allerdings den Betonboden wieder raufgetan und ihr seht eben da die Röhren dieser Erdbatterie, und sie produzieren dann eben viel von diesen verschiedenen Salaten. Und das kannst du in meiner Nähe des Hauses haben, und da unten gibt es auch noch einen großen Golfkurs, den er auch permakulturell gestaltet hat. Tomorrow's my birthday, and I'll be 74, and I've been walking that mountain for 45 years, 2 or 3 times a week maybe. So, also, I'm hoping to do it when I'm 90. With House Overmeyer, okay? Yeah. Now he will be Needs to 110. be 100 So, also morgen habe ich Geburtstag, werde 70, und ich bin jetzt seit 45 Jahren auf diesem Berg rum, und ich hoffe, dass ich das dann mit 90 auch noch mit dem Klaus Obermeier machen kann. Das ist der Astel aufgebaut hat, und der wird dann, der ist jetzt schon etwa fast 100, und der wird dann, und ist jetzt 95, der wird dann 110 sein. We have, you probably know Obermeyer Sports, but he's famous in our valley because he is over 90 something, I think he's almost 90 years old. He runs his company. He's from Germany, and he has lots of apple trees that I graft on his place. Also der Obermeier, der ist bei uns sehr, sehr bekannt, also ist deutschstämmiger, und er hat da ein riesen Sportgeschäft aufgebaut und führt das immer noch, obwohl er schon über 90 ist. Und er hat dann in seinem Garten eben auch viele Bäume veredelt. And he still skis. Also er fährt immer noch mit den Skiern auf dem rum, mit 90. Well, we can have some questions if people want. So, jetzt Zeit für ein paar Fragen, und vielleicht für kurz mal die Fenster öffnen. Maybe just open. I'll pass the book. Oder da über die Karte bestellen. Und da drin findet ihr halt dann die Details zu dieser Geschichte. Gut, jetzt gibt es Fragen. Ja, der Wurmtee würde mich interessieren, wie man den macht und verwendet. So, the warm tea, compost tea. So, how it is made, Okay. and how it is applied. Well, you can make smaller batches in a 5-gallon bucket. Also man kann auch in einem Kübel kann man das schon machen, also beispielsweise du nimmst einen 20 Liter Kübel. With small aerator, or you can make a 60-gallon. On the internet you can download information to make a 60-gallon one with pipes and nice version of it with pumps and everything for just $100, a couple $100, $300 maybe. Also auf dem YouTube findet ihr auch
viele Filme, wie man beispielsweise mit einem 200 Liter Tank eben diesen Wurmtee dann machen kann. Okay, how's it made? There's a sack where you put the worm castings in it, and you put some kelp. You put in some humic acid, which is minerals and microbes, and then you brew that, maybe with a little molasses, and at the end, you put in the mycelium, a packet of mycelium. Also es geht um Komposttee, oder? Ja. Und den Komposttee macht man so, man nimmt einerseits den Wurmkompost, dann vielleicht noch ein bisschen Huminsäure, also das ist eigentlich auch, was in der Erde drin hat. Kelp, das ist Seealgen eigentlich, ja. Und vielleicht noch ein bisschen Molasse. Und dann hast du da drin natürlich die ganzen Mikroorganismen und die werden dann noch vermehrt, indem das Ganze belüftet und so gemischt wird. Das ist dann ein Komposttee. And you brew it for 24 hours. Und während 24, einen vollen Tag, 24 Stunden, wird so das Ganze nochmals... The jets are very powerful. They really aerate everything, put a lot of air into the system. Genau, also was da eigentlich wichtig ist, dass es eine starke Belüftung hat, dass dann eben die aeroben Bakterien sich sehr schnell und stark vermehren können in diesen 24 Stunden. Und dann hast du eigentlich eine große Vermehrung nochmals der positiven Bodenmikroorganismen. Ja. And we apply it with a pump and a 200 feet of hose. We can spray the whole place down. Also Sie haben einerseits dann eine Pumpe und einen langen Schlauch und dann gehen Sie halt herum. So how do you apply it? You spray on them? Yeah, we have a wand and we can spray it and Also over the plants. the whole property. I run a hose here, run a hose there. In the greenhouses, I spray everything underneath the leaves. Try to get the compost tea underneath the leaves because that's where the stomatas are. And earlier in the morning, you spray. Also morgen früh gehen Sie dann raus und da wird alles gesprayt auf Pflanzen, also auch die Blätter von unten, denn unten hat es die Blattöffnungen und die sind eben am Morgen noch schön offen und so kommt dann eben auch dieses Material kommt dann wie sogar bis in die Pflanzen rein, ist dann so eine Art Blattdüngung auch. Also ja. er sprayt die ganze seine ganze And it's good. It's healthy for the plants. It kills a lot of pest insects. It'll kill whiteflies and spider mites and molds. Also es hat auch positiven Effekt insofern, dass gewisse Krankheiten, also wenn ihr Milben habt, wenn es gewisse weiße Fliegen hat oder auch wenn Mehltau da ist, der wird dann stark zurückgedrängt. And you can we have a wand where you stick it in the soil. You have a sick tree or sick plant, you can inoculate the mycelium down into its root zones. Genau. Also was auch noch wichtig ist, er gibt auch noch Mycelium dazu. Also das ist dann eigentlich der Pilze. Und die werden dann beispielsweise auch bei Pflanzen, also wenn ein Baum hast, der eben nicht mehr so gut tut, also ein bisschen schwach ist, drum ein Rohr in den Boden hinein und dann wird diese Flüssigkeit da injiziert. In addition, where did you get the mycelia from? From the ground in the wood, in the forest? You can buy the powder in a bag. Or you can order that. Is it mycorrhiza? Mycorrhiza, yeah. Mycorrhiza. You can. There's a lot of companies that sell it, you know, and they use it a lot in commercial nurseries now when they pot up trees. But when I do it, I go up in the woods and collect mushrooms, and I throw it in those swales that you saw, and I have mushrooms coming up all over in there. I don't use those mushrooms
because you have to be careful not to put anything in the compost tea that will plug up your sprayer. So I usually use the powdered mycelium. Also wichtig ist da mal zu wissen, es gibt Mykorrhiza. Mykorrhiza, das sind Pilze, die eine Symbiose eingehen mit den Wurzeln von Pflanzen, im speziellen Bäume. Und was er eigentlich kauft, das ist so ein Pulver von Mykorrhiza, das ist heute im Handel erhältlich, wird auch in konventionellen Baumschulen vermehrt angewendet. Und das gibt er dann dazu. Dass eben auch die Mykorrhiza auch noch dabei sind. And we usually play classical music or opera or Indian ragas while we're doing this because it opens the stomatas and it's more fun to do it when you're in the greenhouse in tropical opera. Also sie machen das dann zum Teil auch noch mit klassischer indischer Musik oder sonst mit Opernmusik oder so, auch noch wenn sie das anwenden. How are doing your batteries in winter time? Do you need extra heat or it's just from the soil? It does need to be warmer water because it needs to be at 60 degrees. We'll leave the water in the tank and let it warm up. Yeah. And not just use cold water. But you don't need any extra energy. No, the pump is very energy intensive. All 24 hours. It's a pretty big pump. Yeah. If you go on the internet, you go Google GOT.com, you'll see a bunch of videos about it. Okay. Also, vielleicht gab es ein bisschen ein kleines Missverständnis, aber eigentlich ist das Wasser da in diesem Behälter, wo das gewachsen wird, das ist dann relativ warm, oder? Aber ich glaube, du hast eine Frage gehabt wegen Erdbatterie. Ja, genau. Jerome, he asked concerning the Erdbatterie. Yes. Not the compost tea making. So, sorry. He switched the theme. That's only one of the heating devices. We have 4 things that heat the greenhouse, okay? Also ist mal wichtig zu sehen, das ist eine Möglichkeit, das ist ein Apparat, um eben das zu heizen. Wir haben eigentlich 5. Und das ein the climate battery, I would say the climate battery is number 1. The thermal mass is number 2. All kinds of thermal mass, rock, water. Also die Klimabatterie, das ist für uns Nummer 1. Dann gibt es aber auch noch thermische Masse, beispielsweise in Wasser, in Steinen, in Platten und so weiter. Das ist für uns Nummer 2. Then when it gets really cold, we have a sauna. Dann, wenn es wirklich kalt wird, dann haben wir eben eine Sauna. Also aktives Heizen. And it's attached to the greenhouse. I don't think we even showed in this slideshow. We'll do that tomorrow. We'll show the sauna, and it's a room that's concrete, 5 inches of concrete with marble, and the walls heat up to 130 degrees. Also folgendes: Wir haben eine Sauna, die hat etwa so dicke Mauern und natürlich, wenn wir da voll heizen, dann wird die Watt fast 100 Grad. And after you're done with your sauna and your yoga, you put more wood in the fire and open the door. We put a fan up on the door and it blows hot air out into the greenhouse all night long. It's picked up by the other fans and circulates it. So, also wenn wir dann mit der Sauna fertig sind, schmeißen wir nochmals Holz drauf und dann wird diese heiße Luft, die wird dann ins Treibhaus, eben mit einem Belüfter ins Treibhaus gegeben und dann mit den weiteren Belüften kommt es dann auch wieder in die Erdbatterie. Also wenn genug Wärme vorhanden ist. And we have one more backup. It's a pellet stove. It uses little wooden pellets. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, also das ist dann ein kleiner Pelletofen. So we only have to take a sauna 20 times a year. And everything, all those other things work
in tandem. So it just depends on how cold it is. If it's maybe 5 or 10 above zero, I take a sauna. Also, Or I take one in anyway, other times, but if it's 10 above zero, I have to take a sauna. also wenn, ja, im Gesamten müssen Sie etwa 20 Mal im Jahr eine Sauna nehmen, um die Temperatur eben halten zu können. So we are talking about the tropical greenhouse. Yes, the tropical greenhouse. The other ones we don't do anything with. Yeah. Just the climate battery works. Yeah. We don't do anything. We let them freeze out. Sometimes they get cold. The fig tree can go down very low. It can go to 15 degrees Fahrenheit with no damage because it's all dormant. See, Mediterranean plants go dormant, so they don't need a lot of heat. You can put them in a pretty much unheated greenhouse, and they'll live. They'll just come back again in the spring. So you cut them back anyway if you got some burn. I've never had a freezer burn on my fig tree in 20 years. Genau, also jetzt noch mal ganz kurz so. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, über das tropische Treibhaus. Also im tropischen Treibhaus möchten Sie ungefähr bei 50 Fahrenheit sein. 50 Fahrenheit, das ist ungefähr, ja, vielleicht 13 Grad, ein bisschen über 10 Grad. Da muss man auch wissen, Sie leben auf 2000 Metern und es ist bei Ihnen sehr häufig minus 15 Grad, also in der Nacht. Nur der große Unterschied ist, das hat er nicht gesagt, aber der große Unterschied ist natürlich, das ist Colorado, das ist 39 Breitengrad, nicht 47, ne? Und sie haben viel mehr Sonne. Und darum funktioniert das natürlich. Aber eben, sie haben es kälter als hier eigentlich. Und für die anderen, für die Mediterranen, da ist es eine ganz andere Geschichte, weil die mediterranen Pflanzen, die sind ja im Winter, sind die eigentlich schlafen, also das heißt, die haben dann ja auch keine Blätter und so weiter. Also der Feigenbaum, sagt er, geht bei ihm bis minus 15 Fahrenheit. Also bei uns, wir sagen so bis minus 15, 16 Grad minus Celsius, das wäre sogar noch ein bisschen kälter. Also You're talking about 10 Fahrenheit, yeah, which is minus 12. Ja, genau. Also er nimmt die Sauna, wenn es minus 12 Grad Celsius draußen ist, dann heißt das für ihn, jetzt nehmen wir eine Sauna. Yeah, I have to keep my tropical greenhouse at 50 degrees. So eben, at night, the cold, and it can't get any lower than 50 degrees. Also, thank you for doing some math. Also das tropische Treibhaus, da geht es darum 50 Grad Fahrenheit. Und du sagst uns gleich, wie viel es ist. Ich sage etwa 12 Grad. Oder wie viel? Well, 10 is minus, so it's, what am I looking for? 50 Fahrenheit. 50 degrees Fahrenheit. 50 degrees Fahrenheit. Yeah, so that's if I went to bananas to fruit. I could go down much lower, but if I went to bananas to fruit, I have to keep it 50 degrees, maybe occasionally 45. Also eben, wenn die Bananen dann wirklich auch Früchte tragen sollen, dann sollten sie eigentlich nicht unter 10 Grad fallen. Es darf mal kurz vielleicht 8 Grad werden oder so, aber eigentlich, dass eben, wenn ich auf die Bananen verzichten würde, die Bananen ernte, dann könnte ich tiefer gehen. Now the Mediterranean greenhouse can go to 15 degrees with no damage, and that's pomegranates, figs, rosemary, grapes, Pakistani mulberry, jujubes. So you can grow a lot of things without the climate battery here and without, building a very fancy greenhouse. You can do it with your climate. See, you're so much warmer than we are. Also man kann natürlich wirklich auch jetzt beispielsweise, wenn man im mediterranen Bereich arbeitet, mit Jojoba, mit Feigen, mit Trauben und so weiter, dann kann man wirklich viel tiefer gehen. Dann kann man bis minus 9, bis minus 10 Grad ist dann dort eigentlich kein Problem. Also wie gesagt, wir haben hier wirklich eigentlich Wärme im Winter als er, aber eben viel weniger Sonne. Und auch
also dass man mit Kohle oder mit Pyrolyseanlage kombiniert. Und dann auch bei Mykorrhiza. Was für Typen, man muss auch wissen, ob es Ekto oder Endomykorrhiza ist. So there are two questions. Are you not yet into biochar? I mean, you could put up a biochar oven. I didn't take the biochar pill, I took the placebo. And it worked. Also ich habe jetzt nicht die Biokohle weggeweckt. What have you chosen? I said I took the placebo Placebo. instead of taking the biochar pill. Oh, okay. Because I don't believe in biochar. I think, everything I do is done with whatever is in the forest, not some hocus pocus that, happened in Boulder or something, I don't think it's necessary. I think when you look at all the other stuff that they do in the biochar process, if you took the biochar out, it would still all work. Because it's not just the biochar, it's, anyway. Also ist jetzt nicht so Fan und glaubt nicht so sehr an eben die Holzkohle-Geschichte. Er sagt, wenn man eigentlich alles nehmen würde, außer die Biokohle oder Holzkohle, dann hätte man auch auf jeden Fall guten Boden. Und er nimmt da mehr die Natur eben als Vorbild und in der Natur sieht er eigentlich das. There's no biochar in the aspen forest. There's no biochar everything works. The biodynamic people don't use biochar. I mean, it's one of those things that you gotta be a little scrutinizing. You can't just buy into things unless you run it through the principles. Ja, also eben in seinem Wald da in Aspen, da sieht er keine Biokohle, die da irgendwie Teil des Bodens wäre. Beispielsweise die ganzen biodynamischen Bauern würden auch nicht so sehr draufsetzen. Und er sagt, ja, wenn solche Sachen kommen, soll man sich das schon genau anschauen, was bringt es wirklich und ist es notwendig. Und eben, er ist jetzt nicht das ist jetzt nicht sein Ding. Yeah, the forests have been building soils for centuries without biochar. Well, maybe there's a fire and but I just think it's not necessary. Also eben, wie gesagt, der Wald, der wächst eigentlich gut ohne Holzkohle. Vielleicht mal gab es einen Waldbrand und dann gibt es ein bisschen Holzkohle, aber eigentlich geht es dem Wald gut auch ohne und er baut auch Boden auf ohne. Also ich glaube simpel und einfach, es ist nicht notwendig. Ja, also ich muss meine Frage in Deutsch formulieren. Zuerst einmal möchte ich Ihnen gratulieren zu Ihrem System. Ich finde, das funktioniert, es hat Hände und Füße und es ist sehr gut. So, first of all, I want to congratulate you for your system. It's quite convincing. So first of all, I want to congratulate for your system. Yeah. It looks like me that's something that works well. So And it's something anybody could do. It's like anybody, any plumber or anybody can, put this system together. And I have construction drawings here. All this stuff is off the shelf. And ADS pipe is different sizes. You can use free barrels for small systems. You can use a free 55-gallon drum and connect your pipes from one side to the other. You can use garbage cans. You can make these things really simple, and especially in smaller greenhouses. And you just have to put the hot air on one side, and it comes out the other side cool. So there's no hocus pocus. There's no voodoo or anything, So erklärt nochmals kurz einfach die Erdbatterie, dass das wirklich etwas Einfaches ist. Die Röhren, die könnt ihr überall kaufen. Wenn das Treibhaus klein ist, könnt ihr es vielleicht auch noch mit Abfallmaterial machen. Nehmt einfach ein Fass und verbindet das eine Fass mit dem anderen durch diese Röhren. Und es ist kein Hokuspokus, es ist wirklich recht simpel. Man muss natürlich noch den richtigen Fan haben, also es gibt schon noch ein paar Sachen, die man falsch machen kann, aber eigentlich ist es sehr einfach. Aber jetzt deine Frage war ja noch nicht gestellt.
zu meiner Frage, wir leben in einer verrückten Zeit und heute, was sinnvoll und gut ist, muss nicht wirtschaftlich sein. Wie sieht es aus mit der Wirtschaftlichkeit dieses Systems? Also kann man da bereits vernünftige Löhne bezahlen, wenn man das in größeren machen will? So, do you think it's economically viable? And if you go large scale, can you pay people a decent wage, a decent salary with that system? Well, are you talking, it pays itself back in about 3 years, the cost of the system. If you would be heating the greenhouse with gas, you know, you could pay the thing off in 3 years. The cost of the installation in 3 to 4 years. Also zuerst mal eben zur Installation dieser Erdbatterie. Wenn ihr im Vergleich jetzt da konventionell das macht und so heizen würdet, dann braucht ihr in 3 Jahren ungefähr, das kostet euch das Gas, das ihr kauft, habt ihr in 3 Jahren verbraucht und nach 3 Jahren ist das eigentlich amortisiert. Zumindest die Erdbatterie, die amortisiert sich sehr gut. Aber dann ist dann auch die Frage, das andere noch, ob das komplexe System, ob denn das... Ja, jetzt sind auch so relativ kleine Strukturen. Ich habe hier das Zeug angeschaut, ich weiss, was das heisst, gewisse Strukturen, gewisse Einheiten, gewisse Größe, dass man überhaupt auf den Lohn kommt. So, you know, he has 4 to 5 employees, you know, and he knows if you want to go into production, you need a certain size. So, do you think that that could also be a viable option for bigger operators? Can you pay a decent salary with this system? What, building these systems or running? Running. Well, it's just going to be one thing that is going to cut your energy costs. It's just one thing. And in permaculture, we don't just do, you know, we just don't heat the greenhouse with a propane heater or a climate battery. One of the principles is multi-elements for a single function. Okay? So, also eben, wir müssen das immer so verschiedene Aspekte anschauen. Also wie gesagt, er findet, das ist eigentlich klar, dass die Batterie als solches, also dass das natürlich funktionieren würde. Er hat dann auch noch gesagt, dass wir eben immer auf Multifunktionalität eben schauen im ganzen Treibhaus. So, but I think his question is also more about whether the whole system, if you would build a huge greenhouse like that, and it's not just about the battery, but the whole system of a complex forest garden within. It's not about making money though. It's not about growing money. We're creating the ark. If you want to grow money, you could put a climate battery in a greenhouse. If you want to grow tomatoes, it will help you cut your energy costs. Also eben, er sagt, ihr könnt auch mit einem konventionellen System, oder? Könnt ihr einfach, theoretisch, könnt ihr diese Klimabatterie einbauen, das machen jetzt auch einige, haben wir gesehen. Und dann habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr da viel weniger Ausgaben habt für die Energie und den Rest könnt ihr genau gleich machen. Aber das ist natürlich eigentlich nicht die Idee jetzt von Permakultur. Also wir möchten eigentlich schon auch eine Arche bauen und nicht einfach nur ein bisschen Energie sparen und darum eben die ganze Vielfalt daneben. Und dann trotzdem hast du aber gesehen, eigentlich jetzt ein paar Sachen daraus, hatte ja auch im Vortrag schon gesehen, also wenn das gut läuft, kannst du das beispielsweise mit Komposttee, da kannst du einen Lohn bezahlen, wenn das vernünftig läuft. Und mit der Baumschule? Ja, wir müssen vielleicht, ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat es in der Gegend Colorado ja relativ wenig Niederschläge. Ja. Und dann ist natürlich immer klarer Himmel und dadurch arbeitet diese Batterie auch im Winter. Also dass praktisch tagsüber es zu einer Erhitzung kommt und nachts die Wärme abgegeben werden kann. Jetzt stelle ich mir das natürlich so vor, dass
bei uns, wenn natürlich 2 Monate bewölkt ist natürlich schwierig wahrscheinlich, die Batterie wird dann wahrscheinlich nicht so lange halten. Also bei ihm kann ich mir gut vorstellen, funktioniert das Ganze. We have a lot of sun in the winter, which allows you to heat up the battery during daytime. Whereas here, we have sometimes for 2 months almost, we have very little sun. So he thinks it works in your place, but here it's not going to be it's not going to be as efficient here for sure. Ja, also es ist klar, dass es nicht so effizient hier funktioniert wie in Colorado, eben aus dem genannten Grund. Das ist schon mal für ihn auch klar. And we've done some pretty large commercial greenhouses. Also wir haben auch große Treibhäuser gemacht, also für professionellen Anbau. But if you want to build this, you wouldn't retrofit an existing greenhouse. You would maybe do a prototype, a smaller one, and do the testing here. We can actually do the calculations to really see how it works. We can do a climate analysis. Also es gibt eigentlich 2 Wege. Das eine ist eben eine Klimaanalyse. Wir wissen ja, wie viel Energie wir da reinbringen und das andere ist einfach ein Prototyp mal zu machen. Also wenn wir halt irgendwo hingehen, wo Leute ein riesengroßes Treibhaus bauen möchten, empfehlen wir mal einen kleinen Prototypen und dann mal schauen, wie gut das funktioniert. Und das wäre dann der Weg voranzugehen. Also eine Größe im Gewächshausbau ist ja das sogenannte Delta-T, also wie viel Heizkapazität hat eine Heizung. Also wenn man jetzt zum Beispiel man hat ein Delta-T von 30 Grad, dann kann die Heizung 30 Grad produzieren. Das heißt, bei minus 20 Grad hätte man noch 10 Grad Innentemperatur. Wie viel Delta-T kann man denn mit dieser Heizung produzieren? Und wie lange, wie viele Tage? Do you know how to say the T value? So the delta T value, that's a value when you have an ordinary heating. When you have delta T, that means inside you have minus 20 and outside you have still plus 10. So that means that is a heating system that allows you to heat up 30 degrees, up to 30 degrees. Maybe you do not need all the degrees, but you can go up to there. So do you have an idea in your case what is the difference between the average outside temperature and the temperature in your greenhouse during winter? I don't have those figures in my head, but I know my partner, you know, when he does his climate analysis for every greenhouse, he always puts all those numbers together and figures out how big the climate battery is going to be, how much thermal mass we have to put in the greenhouse to reach that certain climate zone, whether it's Mediterranean or whether it's tropical. So it's just doing the number game. And my partner does that. He's in you know, architect, engineer type. I don't do that. I'm the plant person. I'm just showing you pretty pictures. Genau. Also, man kann das nicht allgemein so sagen. Also, das heißt, muss auch wissen, dass eigentlich sein Kollege, der ist Architekt und Ingenieur, der berechnet das dann für einen bestimmten Ort, also wo man beispielsweise ausrechnen kann, ja, wie viele Watt oder wie viele Kilowatt kommen da überhaupt rein, beispielsweise im Monat Januar. Und dann wird halt da muss man das Ganze durchrechnen, wie eben ein Haus, also welchen U-Wert habt ihr fürs Dach und welche Ziele habt ihr? Soll das tropisch sein oder ist das eben nur mediterran? Und das muss man einzeln durchrechnen, aber eigentlich kann man diese Berechnungen ziemlich genau machen, nur er hat diese Zahlen jetzt nicht im Kopf. Er ist mehr die Pflanzenperson und sein Kollege macht das aber. Oder Nicht nur eine pflanzenbautechnische Frage, die Bergpapaya, die er da hat,
Wie vermehrt er die mit Samen oder mit Stecklingen? So you have the Highland papaya, you know. How do you propagate that? Is with cuttings? From cuttings, yeah. It has no seeds. Genau. Also Steckling. Ist einfach zum Vermehren, aber über Stecklinge, es hat eigentlich fast keine Samen oder keine Samen, also darum über Steckling. I tell you, you take a trip to Hawaii, and in your dark winter months, and you get your Highlands papaya and your all the other nice vegetables you can get there, and your dwarfing coconut, and you get your papaya seeds, and then you put it in a 3-day mailbox. I don't know if you can do that because I'm going from one state to the United States. I don't know if you could get it through, but I could just take all that propagation material from Hawaii, put it in priority box, ship it 3 days over, and when I get back there, it's there, and I can sit it in, put it in my nursery and propagate it. I've got taro and all kinds of stuff. Also er hat da verschiedene Pflanzen eben von Hawaii. Das ist ja auch ein Staat von Amerika, also er kann das in 3 Tagen, kann er das mit der Post rüberholen. Und da hat eben Bergpapaya, Zwergkokosnuss, what else did you say? You know, perennial vegetables, taro. Taro auch. Yeah. Also verschiedene Sachen, eben hibiscus, tropische Sachen, die er dann rübergenommen hat. Oder? Ob wir das dann machen können, ja, das ist vielleicht eine andere Frage, aber so kommt es zu seinen Pflanzen. Yakin, there are some exotic tubers you can put in the ground, like sweet potatoes. Jakon, Süßkartoffeln und so weiter, all das holt er so. Well, you know, we have one large, well, not large, 130 foot by 30 foot greenhouse in South Dakota that we did, and it's on our website. You can go on Ecosystems-Design and you can see all of our projects. And the guy did his own climate battery. We just walked him through. We did all the climate analysis. We did the design of the greenhouse. We redesigned a hoop house to make it venting and put the climate battery in it. And you know, he's really happy with it. He gets it to the market 2 months early. Again, it's an annual garden right now. Also genau, er hat da in South Dakota gibt es da eben ein großes Treibhaus, das wurde dann eben umgebaut auf diese Klimabatterie. Da geht es jetzt um einjährige Pflanzen, aber der ist glücklich damit, weil er eben 2 Monate früher auf dem Markt ist. Und ja, das... Was nehmen Pflanzen im Stomat auf? Mikroorganismen, das müsste die Wurzeln abkommen. Oder was können Pflanzen mit Blattdüngung mit Kompost verwenden? So when you have leaves with open stomata and you come with your warm tea, what can these plants through the stomata take in? I know they can take in all of it, basically, and it kills any molds, and I know they can take in basically everything. Also er meint, dass die sehr viel aufnehmen können. Übrigens, Blattdüngung ist ja nicht etwas Unbekanntes, wird ja auch sonst gemacht. Also die Pflanzen haben halt schon auch die Möglichkeit, über die Blattöffnungen Stoffe aufzunehmen. Und die Öffnung ist relativ groß, also jetzt so mikrobiologisch gesehen. Also da geht einiges rein. Und dahinter, hat er jetzt nicht gesagt, aber als Biologe weiß ich das, also dahinter ist relativ open, also relativ frei, ja. Also da geht schon ein bisschen ein Tropfen rein. Yeah, I've been doing foliar feeding for 30 years, you know, crude ways, just backpack sprayers, you know, with kelp and maybe some fish emulsion or something. I've always been using foliar feeding, and it's always worked. It always makes the plants look a lot greener and healthier. It's like a vitamin tablet, you know. It's just a boost.
Also er hat das schon seit 30 Jahren gemacht, auch mit konventionellen Sachen, eben wie beispielsweise mit Meeresalgen und so weiter. Und das hat immer funktioniert. Also die Pflanzen werden einfach grüner, die sehen auch besser aus. Also das ist, ja, also, das ist einfach ein Push. Man kann ihn so sie wirklich effektiv unterstützen. Ich habe 2 Fragen. Macht er das jeden Tag? Ich hatte so mal den Eindruck. Und hat er noch andere Düngungsarten? Foliar spraying with the compost tea. How often do you do that? Every couple of weeks, get around to it, every month at least. And if something doesn't look good, I have spider mites, or I had a citrus tree that before I got the big compost tree machine had a lot of black mold on it. And it was a key lime tree. It was always full of limes, but had this black mold, and the aphids were farming the mold. And I couldn't get rid of it. We tried a bunch of different things, and we just doused it with GOT, or compost tea, and after two applications, the mold, you could just wipe it off, and you could wash it off. It was gone. So that's one example, and I've done it for spider mites, white flies. It gets in there, there's that bacteria supposedly can actually kill them. It works almost like an insecticide. Also eben er macht das so alle 2 Wochen, mindestens einmal im Monat, also nicht jeden zweiten Tag und so. Und er macht es eben auch, wenn er wirklich sieht, einer Pflanze geht es nicht gut, beispielsweise er hat schon Pflanzen, die haben so eine Art Schimmel. Er hat das auch schon gemacht bei anderen Gelegenheiten, bei weißen Fliegen und bei Milben und so weiter. Und ja, also offenbar haben diese Bakterien auch Möglichkeit, solche Krankheiten abzutöten. Also es funktioniert gut. Zum zweiten Teil, also Blattdüngung ist bekannterweise eine Methode, die nicht erlaubt, hohe Konzentrationen wie bei Kopfdüngung zum Beispiel zu verwenden. Hat er andere Düngungsarten? Und zweitens ist diese Blattdüngung nicht ein Problem, wenn es vielleicht Pilze verbreiten könnte. Also am Morgen zum Beispiel ist immer eine feuchte Bedingung, es ist also Tau da. So there are 2 questions. So one question is whether spraying in the morning that could foster any kind of fungal disease. Yeah, any diseases like Pilzkrankheiten, mildew, that fosters, since then the foliage is getting moist, that you would introduce molds and things like that. Well, the reason you do it in the morning is supposedly, and here, usually the biological clock of the plant is open in the morning. The stomata is open. See, if you wait until the hot, here it's a little different because you don't have as many hot days. So you could actually do foliar feeding, on a cloudy day, probably any time of the day. I just think of that because we don't have any cloudy days. And in the greenhouse it gets hot right away. So we spray in the morning when it's cool. That's just because we're there. But here I think you can spray at night too when things cool down. And then no, it doesn't create mold because it's anti-mold, Also er meint, dass es halt nicht bei ihm jetzt nicht Pilzkrankheiten fördert oder einführt, sondern eigentlich im Gegenteil. Und sie machen es eben im Morgen, wenn die Stomata, also die Blattöffnungen offen sind und wenn es auch nicht zu heiß ist, weil eben bei ihm er hat nicht so viele Tage mit Bewölkung, meistens ist Sonnenschein. Also das heißt mit anderen Worten, er will es nicht machen natürlich, wenn es zu heiß ist, weil dann nehmen die Blätter dann auch Schaden. Well, if you want us to help you with any design,
interclimate battery or anything, you can just go on our website, and I have some cards here that have both the companies on, where you can just Google crmpi.org, and it'll lead you to both websites, to ecosystem design, and you can see lots of different greenhouses and get more information. We have lots of videos on worm farming. We have lots of, we have a newsletter. So there's lots of information on the website. And if you're going to build a fairly large greenhouse, you may want to hire us to do the design. We're not that expensive, and we can do the climate analysis and do the design and come up. See, what offsets your situation here, so our climate battery works better because we have a lot of sun, but you don't get as cold here. So you don't need as much of a climate battery. So you can experiment with more passive solar, simple systems, right? And maybe you don't need the climate battery. So that's up to you to figure out. Or we can do the climate analysis and figure out if it's really going to help you here. So, also erstens mal, es gibt zwei Homepages, es gibt ja auch Karten. Maybe you want to hand them around. Yeah, some people want some of these, they can take them, or they can just go on our website. Also, hat zwei Webseiten und da gibt es auch viel Material über einzelne Projekte, es gibt auch Videos und es ist auch so, dass wenn ihr wirklich ein größeres Projekt machen wollt, man kann es auch bei Ihnen eben so eine Klimaanalyse machen lassen, die sei schon bezahlbar, meint er. Und ja, also der Vorteil hier ist natürlich folgendes, klar, wir haben hier weniger Sonne im Winter vor allem, aber wir haben auch nicht so kalt. Also er meint, ja, vielleicht je nachdem braucht ihr ja die Erdbatterie eben nicht und es reicht mit Passivsolar. Also aus Erfahrung weiß ich, dass man hier in der Schweiz eigentlich mit ein klein bisschen, also auch ohne die Erdbatterie, mit Passivsolar, gibt es mehrere Beispiele von Leuten, die haben Treibhäuser, die bleiben über Null. Wenn man sagt, ich will nur über Null bleiben, ist das relativ, sage ich mal, relativ einfach. Wenn man wirklich jetzt tropisch sein möchte, so wie, na gut, ihr bleibt natürlich viel höher, als da irgendwie dann bis auf 10 Grad runter zu gehen, aber wenn man jetzt sagen möchte, wir möchten auch nicht unter 10 Grad fallen, dann gibt es schon Fragezeichen, ob das funktioniert oder wie viel zusätzliche braucht. Jerome, in the beginning of your slideshow, you have been citing Eckhart Tolle with the observation of informations which are inherent in plants, in rocks, and so on. And my question, you also mentioned you are applying music, Indian traditional music. And I don't know if you would like to tell us something about influences of non-physical applications you are using also. Well, Eric Tolle is, I've read several of his books, and I really can resonate with what he says and how he has some exercises on how to go out into the woods and into nature and communicate. Also eben, ich habe da viele Resonanz mit Eckhart Tolle, habe seine Bücher gelesen, es gibt da auch einige Übungen, wie man in die Natur rausgehen kann, sich da verbinden kann. When I go out in the woods, I don't just go running or I walk. I go out and sit on a rock, I go under, by the stream, I sit down, I have special places. And it's like he has this thing. He says, if you bring the tree or bring the rock or bring the whole landscape into your awareness, it brings you into its awareness, and you become one. And that's what Thoreau did. Okay, we have the capacity
to experience nature as deeply as Thoreau did. We just are dumbed down. Also eben der Eckhart Tolle schlägt ja vor, also wenn ich jetzt in die Natur gehe, dass ich da mir wirklich bewusst werde, was um mich herum ist. Also eben, das kann ein kleiner Bach, Fluss, Bäume sein und dass ich dann eigentlich insofern auch wie ein Teil dieses Systems werde, also dass da eine Art Einheit entsteht. And there's a whole thing about, she's a therapist, so there's a whole thing about wilderness therapy now. I mean, that's what we're doing if we're going out in the woods. We're doing wilderness therapy, just connecting with nature, and that's a healing force. Also eben, da haben wir eine Therapeutin, also wenn wir nach draußen gehen, dann ist das für uns auch eigentlich eine Art Wildnistherapie. Man spricht heute viel auch von Wildnistherapie, eben sich verknüpfen mit der Natur, das ist eine heilende Kraft. You know, in Tokyo they have coffee shops where they have rabbits, so you can feed the rabbits and pet it, and that's supposed to, minimize your stress. So it's like also wenn ihr nach Tokio geht, dann gibt es Cafés, da hat es Kaninchen und ihr könnt dann einen Kaffee mit Kaninchen bestellen, dann das Kaninchen so ein bisschen streicheln und das soll dann eigentlich euren Stress abbauen. Well, I think that the plants are spiritual. They're all there to tell. I mean, some of these trees have been out there for centuries. There's a book called Meeting with Remarkable Trees. It's a takeoff on Meeting with Remarkable Man. And it's a great book, and you can see all the 102-century-old trees, the big ones. Find one of those, and hang out with it, and it's very, I think it's, and again, if we're going to be doing permaculture, that's where we're going to get our message. That's where we're going to get our inspiration and our models and our ideas of how to do things simply and without all the hype. Also eben, es gibt die Idee, dass Bäume, für ihn sind Bäume wie auch eine Art spirituelle Wesen und die haben so viel erlebt und es gibt auch ein Buch, Treff dich mit den außergewöhnlichen Bäumen, also jahrhundertealten Bäumen. Und ja, ich denke, dass das eben auch ein wichtiger Teil ist für Permakultur, dass wir nach draußen gehen, auch Inspiration so bekommen und so inspiriert eben werden von der Natur. So go back to your original fairy tale with Heidi, Heidi goes up into the mountains and the goats eat the herbs and she gets, it's all there, it's in your culture, You've been walking the mountains, you've had people living on those mountains for centuries and living off the land and also ihr habt ja die Geschichte. You're not that disconnected from it. We are in the States. People are so disconnected from, they can't get the cell phone out of their hand, Also ihr habt ja die Geschichte da in der Schweiz mit Heidi. Heidi geht da auf die Alp und da hat es Ziegen und die fressen natürlich die feinen Kräuter und die Milch halt dann am Schluss das Mädchen. Also ihr hier in Europa habt ja eine jahrhundertalte Tradition von Menschen, die eben auf den Bergen wohnen, arbeiten, die diese Verbindung mit der Natur haben und ja, es ist gut, wenn das vorhanden ist. Also jetzt bei uns in Amerika gibt es nicht zuletzt auch wegen den vielen iPhones und Smartphones, eben dass man eigentlich nur noch das in den Finger hält und eigentlich die Verknüpfung zur Natur sich verliert. Well, thank you for that question because that's one of my favorite pastimes is being up on the mountains or sailing. I'm out on the lake, I'm sailing, when the wind's just right, everything, I'm sailing in a beautiful mountain lake and the wind's just right, I'm not doing anything, the tiller's between my leg and, I'm wearing the boat, the whole,
whole ambiance, the whole energy of everything is, you know, from the wind, the design of the boat, and the sailmaker, everything is all part of that experience. And it all just accumulates, or it's all focused on that one point. Eben, also danke für die Frage. Das ist so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in meiner Freizeit, eben in die Natur zu gehen oder eben auf den See zu gehen. Und da sitze ich dann in diesem Boot und das Boot wird getrieben vom Wind. Und das ist alles einfach nur möglich, weil das Schiff mal so konzipiert wurde und das Segel auch entsprechend ist. Und ich lasse mich einfach so von der Natur in diesem See mitten in den Bergen durch das Wasser. And it's the same with archery. Und es ist dasselbe Dance or anything. Auch mit Pfeil und Bogen oder mit Tanz und so weiter. Okay. Thank you very much for all the good questions and the good conversation. Appreciate you all coming out today. Genau. Und we have an event tomorrow if you can make it. Eben, also morgen gehen wir da einfach noch in die Tiefe, also wenn jemand noch sich da anschließen möchte. Also morgen gibt es so einen Workshop und während einem Tag das Ganze ein bisschen tiefer anschauen und da könnt ihr euch also noch bei mir melden. Beginnt morgen um 9 bis etwa 17 Uhr und ja, danke, dass ihr da gewesen seid.